Willkommen zurück auf meinen Kanal. Daumen hoch immer. Also wir sind jetzt dabei. Wir wollen diese Elektrobürste komplett reinigen. Dann machen wir so wie früher auch. Wir machen das mit Münze weg. Das ist jetzt sauber, weil wir vorhin gereinigt haben. Dieser Teil ist auch sauber, sieht man. Den Teil hier muss man auch aufmachen, auf Seite stellen. Diese Teile wollen wir jetzt komplett auseinander machen und alles tief reinigen. Mit unseren Trox-Schrauber, die Schrauben weg. Natürlich muss immer beim Schrauben man aufpassen, dass keine verloren geht. Die Schrauben hier sind alle gleiche Länge. Das sind so kleine Schrauben. Sieht man, wie gefährlich das ist. In jeder Vertiefung gibt es eine Schraube. Diese und diese machen wir nachher. Jetzt noch diese kleine Schraube. Das sind insgesamt 5 Schrauben. Dann machen wir diese Schraube auch weg. Das ist dann längere Schraube. Man muss sich merken, wo die längere waren und wo die kürzen. Also hier kommt auch noch eine Kürze. Da waren insgesamt 6 Schrauben hier, kurze und eine lange. So. Wenn man aufmacht, sieht man das beim Saubermachen. Dyson sehr effizient ist, aber trotzdem irgendwo an irgendwelchen Stellen bleiben so Reste, die man auch nach gewisser Zeit wegmachen soll. Das, was jetzt in Wasser reinkommen kann, bei diesen Teilen, das ist alles jetzt reingesteckt. Das heißt, es geht auseinander mit ein bisschen Druck. Damit haben wir oberen Teil weg. Dieser durchsichtige geht auch gleich weg. Und hier vorsichtig mit der Gummi. Gummi muss an derselben Stelle dann später kommen, wenn wir das hier alles schön reinigen. Oder besser gesagt waschen. Hier sammelt sich einiges vom Schmutz. Das ist Motor hier, den kann man auch auseinander machen. Machen wir diesen Motor raus. Hier aufpassen, soll dann später auch nach oben weiß, nach unten schwarz. Diese Teil hier wollen wir nicht nass haben, weil ansonsten geht der Motor kaputt. Das kann man also auch trocken reinigen. Gummi kann man abmachen. Hier gibt es einiges, was zu waschen ist. Die Gummi kann man auch drunter nehmen. Dadurch löst sich auch das, was sich hier gesammelt hat. Und an der Stelle wollen wir auch reinigen. Das beeinträchtigt die Arbeit von dem Motor. Etwas von neuem Jahr. In dem Fall würde ich lieber nicht weitergehen. Man kann diese Teil hier auch abschrauben und ziehen, auch Trox-Schraube unten drunter. Aber in dem Fall ist es nicht unbedingt notwendig. Wir haben das sauber gekriegt. Es gibt gar keine Verschmutzungen mehr drin. Man kann noch mit dünnem Pinsel reingehen und diese Teile sauber machen. Die Teile hier wollen wir alle waschen, damit wir eine saubere Angelegenheit bekommen. Es gibt keine elektronischen Teile, ein bisschen so Leitungen, aber wenn die 24 Stunden austrocknen, wird das ausreichend sein, wird nichts kaputt gehen dadurch.
dass wir das in Wasserbad oder in Seifenbad reinigen. Also wenn Sie noch Gerät, der in Garantiezeit ist, würde ich nicht empfehlen, unbedingt hier mit Wasser zu reinigen. In dieser ersten Zeit wird bestimmt nicht so schmutzig sein wie beispielsweise dieses Gerät hier. Wir machen das jetzt, diese groben weg, und dann machen wir ein Seife. Sehen Sie, jetzt haben wir hier ganz saubere Sache. So innen drin, außen. Trotzdem äußerst vorsichtig, also nicht irgendwas kaputt machen. Zu grob darf man nicht sein. Also aber mit leichtem Druck einfach alles reinigen, waschen. Danach selbstverständlich ausreichend Wartezeit in Anspruch nehmen, warten, bis das alles schön trocken ist. Hier haben wir irgendwas Festes, Farbe oder so. Wenn diese Teile hier kaputt sind, kann man neu bestellen, auch nur das, und auswechseln geht auch, oder komplett neu, jede Teil kann man neu bestellen. Am meisten gehen die kaputt, diese Bürsten, die man auch bei Dyson oder woanders bestellen kann. Jetzt alles gereinigt. Alle Teile schön sauber gemacht. Ausspülen, austrocknen lassen. Und Gummis wie am Motor und Getriebe. Glasteil. Das sieht jetzt wie neu aus. Und ein Teil hier. Wir werden das heute noch ein bisschen schneller machen. Das heißt, diese Gummis werden wir ein bisschen austrocknen. Hier werden wir an ein paar Stellen, wo Verfärbungen kommen, wo wir das wegtun wollen, machen wir dann mit dieser Polierpasta. Sehen Sie, also da ist einiges runtergekommen, irgendwas Klebriges gewesen. Manchmal sind das Farbenreste oder irgendwas. Damit sieht es viel besser aus. Man kann also natürlich das polieren, bis nicht mehr geht. Aber so haben wir eine saubere Fläche und viel besseres Ergebnis. Jetzt bauen wir komplett alles wieder zusammen. Gummi muss an der Stelle, wo es vorher war. Wir haben 24 Stunden gewartet. Unsere Teile sind trocken. Also wie wir das jetzt zusammenbauen, wir müssen hier
unser Motor. Also es gibt so diese die müssen, also wenn es später reinkommt, so, oben muss weiße, unten schwarze. Wir haben dann weiter diese Gummi hier, kann man nur auf eine Weise reintun. Es gibt sogar hier ein Loch, wo diese Teile rauskommen. Dann tut man das also hier so. Dieser Gummi dichtet, dass kein Schmutz reinkommt im Bereich vom Motor. Haben gesagt, oben weiß, unten schwarz. Richtig, Polarität nicht zu verwechseln. Haben wir. Setzt alles auf richtige Stelle, auf dem richtigen Platz. Merkt man das sofort. Von oben kommt Kunststoff, durchsichtig. Hier oben drauf, natürlich so geht nicht, sondern so. Es gibt so diese Clips, wo es reinkommt. Man merkt dann sofort, dass es an der richtigen Stelle ist. Muss es an die richtige Stelle kommen, dann klappt es auch. Jetzt ist das zusammengebaut, muss man verschrauben, damit es hält. Dieser Teil kommt an der Stelle. Hier die lange Schraube kommt an der Stelle. Kurze Schrauben kommen an 6 Stellen. Ich mache das immer so, dass ich ein bisschen anschraube und dann später komplett, also nicht gleich eine Schraube zu Ende, sondern erst wenn die alle an dem Platz sind, wo die hingehören. 4. Insgesamt 7 Schrauben, alle sitzen fest. Jetzt kommt dieser Teil wieder rein, wo es hingehört. Knopf muss rein. Das Teil auch. Jetzt probieren wir es. Wir haben es geschafft. Die Bürste ist wie neu. Also ganz schön gereinigt, glänzt sogar, also solche Sachen, also die Vertiefungen und so kann man auspolieren, nimmt ein bisschen Zeit, derjenige, der das mag, so zu haben, aber ansonsten ist jetzt komplett gereinigt und kann wieder eingesetzt werden. Dann einmal Daumen hoch für mein Video, bitte abonnieren Sie meinen Kanal. Sie werden einige Tipps und Tricks sehen können und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.